So, gehen wir mal Colette abholen. Oder machen wir machen einen Rundgang durchs Dorf, also wir gehen jetzt. Ah, da sind sie ja. Colette, geht's dir wieder gut? Ja, ich glaube, tut mir leid, dass ich euch Sorgen um mich gemacht habe. Ich habe das Versuchen von Phaedra und Frank angenommen, die Auserwählte zum Haus deines Vaters zu begleiten. Zu Paps, wieso? Großmutter sagt, Zwerge wissen mehr als alle anderen über Krusches Kristalle. Achso, ja, wahrscheinlich. Ich komme mit, ich sollte Paps ab und zu besuchen. Na schön, nachdem ich die Auserwählte abgesetzt habe, werde ich zu Krusches zurückkehren. Aber was ist mit China? Ich habe veranlasst, dass sie benachrichtigt wird. Sie wird bald wieder zu euch stoßen. Alles klar, dann gehen wir zu Paps. Das verfluchte Schwert von Nibilim. Das verfluchte Schwert von Nibilim. Ich fange schon an zu zittern, wenn ich es mir nur ansehe. Es ist bewundernswert von Abyssion, diese Waffen zu sammeln und zu versiegeln. Was ist los, Passer? Das ist ein irrendes Geräusch. Hört ihr das nicht? Irritierendes Geräusch. Hört ihr das nicht? Nein, ich höre gar nichts. Wenn Colette es nicht hört, hast du es dir bestimmt nur eingebildet. Ich nehme an, du hast recht. Wahrscheinlich spielen nur meine Ohren verrückt. Ich würde ja eher an das denken, was Abyssion gesagt hat. Dieser Fassis, das ist irgendwas anders als die anderen 5 Großfürsten. Er war ein Held der Designs, der einst eine Gruppe Menschen tötete, die ein Massaker an den Halbelfen verübt hatten. Ein Held. Man sagt, er sei voller Ritterlichkeit gewesen, gütig zu seinen Gefährten und ein fürchterlicher Gott des Todes für seine Feinde. Aus Sicht der Menschen ist er ein grausamer Schlechter, aber für die Halbelfen muss er ein wahrer Held gewesen sein. Ja, das ist das Tragische an einem Krieg. Für einen Sieg müssen deine Gegner sterben, das ist die Wurzel des Hasses. Wenn Phorcys in einer Welt aufgewachsen wäre, wo jeder den anderen respektiert, wären wir bestimmt gut mit ihm ausgekommen. Ja, das mag sein. Sup? Lloyd! Dad! How have you been? Were you affected by the earthquake? This area is on top of hard bedrock. Everything is fine. Dirk, we are here by the request of Colette's family. They wish for you to help her. I'm afraid even if Crucius crystals are an evolved form of X-Sphere, I still don't know the first thing about them. It'd be a better idea to ask a dwarf over in that Tithiala place. Oh. So even you don't know anything about these? I'm sorry I couldn't be of help. At least stay here for the night to get some rest. I must politely decline. Ah, all right. Wait, are you really going back to Crucius? I am an angel of Crucius. Then why didn't you follow Yggdrasil's orders to leave the Great Seed alone? I had my reasons, that's all. But as a result, Martel was not lost. That goes along with Yggdrasil's wishes. It's true then. You really are our enemy. Lloyd, What? if you want to save the Chosen, you should research the records from the ancient Karlan War. Remember the words of the unicorn at Lake Umasi. Wait, why are you with Crucius when you're a human? What is he trying to do? Hey, wasn't that Kratos just now? Sheena! Yeah, he returned to Crucius. I see. So he really is our enemy. Yeah. But anyway, welcome back. Thanks. Thank goodness we stopped the giant tree. Yeah. So, wir gehen nochmal mit ein. This area resembles Ozette. Yeah. This entire area is surrounded by a forest. Lloyd, I heard about Chocolat. And about Marble? Yes, and other things as well. Were you hurt by Chocolat's hatred towards you? Well, yeah. It's definitely painful when someone hates you, even if I deserved it. I see. But I'm going to do everything I can to make up for it. Even if I don't ever make up for it completely. Even if she never forgives you? Whether or not you're forgiven isn't important. It's the effort that matters. At least, that's what I think. Okay. Das
Draußen noch jemand? Ja. Zuerst Genas. Lloyd, I feel like I'm starting to hate humans more and more. I'm sorry, Genus. You don't have to apologize, Lloyd. I like you, as well as the people of Esalia. It's just that when I think about how there are lots of people who think just like the mayor... I remember a lesson where the professor said that words exist in order for people to understand one another. What do you do about people who don't want to understand? Genus. I'm sorry. I don't mean to take it out on you. Don't worry about it. Sup? I bet you lived a crappy, hard life so far, huh? Gee, you sure know how to cheer someone up, don't you? Well, don't worry about it too much. So now what? Aren't you at your wit's end right about now? Why do you say that? The giant tree, which we thought was all good, goes nuts. Our cute little Colette comes down with some funky cold. It's just human nature to start getting tired of it all. Schuppenpest. I'm never gonna give up. If I quit, I'll never be able to face all the people who've suffered because of what I've done. So I'm gonna fight to the very end. I can't give up. Hot-headed and stubborn as hell. Well, but I guess that's what I dig about you. Sup, China? Wenn man bedenkt, was vor dir liegt, solltest du vielleicht mit anderen reden. Gut, wir noch mit Colette. The problem is what to do now. We need to know how the two worlds were forced apart before we can figure out a way to save them. How the worlds were forced apart. I wonder about that too, but I also want to know why Yggdrasil split the world in two. Don't you think it was to protect the Great Seed? To protect Martel? But because the worlds were pulled apart, that phase thing got shifted. And the Great Seed became unstable, right? And that's not really protecting her. That's more like putting her in danger. Lloyd, you manage to say something intelligent every now and then. You're absolutely right. Every now and then? Jeez, that's harsh. The who, why, and how. That's what we need to know. Right now, all we know is who. So, noch mit Regal und dann mit Colette. This whole time, Colette hid her suffering deep in her heart and always kept a smile on her face. Yeah, and once again, I failed to notice. She is a courageous girl. It takes tremendous strength to smile no matter how dire the situation. Colette hides her suffering too much. It's okay for her to let her true feelings show. She knows the power that words possess. Power of words? Your will manifests itself in the words you speak, whether they be curses or words of joy. The soul of those words yields power. I get it. Okay, and I'm gonna say it out loud right now. I will save Colette and both worlds. Gut. Hat mir das auch geklärt. Sup? Lloyd, I'm sorry. I'm being a burden to you again, aren't I? What are you talking about? You're the one that's suffering. Stop apologizing. Okay, I'm sorry. Lloyd, you saw my shoulder, right? Yeah. I wonder if I'm just gonna turn into one big X-sphere. You dork. There's no way that'll happen. But it keeps spreading. Right now it's still hidden under my clothes. But eventually, Colette. if that happens, you're gonna hate me. I've caused you so much trouble, and now on top of that, my body's turning into this disgusting thing. It's not disgusting. Remember what I said. You're you. Even if you become an X-sphere. No, I won't let you become an X-sphere. Really? Yeah. Have I ever lied before? Well, okay. But I did keep my promise to give you your birthday present, so I swear that I'll save you no matter what. You always save me, and you always keep the promises you've made to me. Yeah, so cheer up. When you're down, everyone feels sad, including me. I'm truly thankful to have met you, Lloyd. This time, I don't want to disappear. I really don't. I'm gonna live, right? I'm going to be able to stay by your side, right? Of course. You're right here, in front of me. Oh, I swear that you will be absolutely, positively, indubitably all right.
Was machen wir jetzt? Lass uns zu Altessa gehen. Vielleicht kann der Colette helfen. Ja, egal ob wir Kratos trauen oder nicht, sollten wir wohl besser erstmal nach Tethale zurückkehren. Aber können wir ihm trauen? Wir haben keine andere Spur. Wir können also nur weitermachen. Gut. So. Na, ni, 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 no, ni, 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 ni. So. Da ist das Tor. Nach der Fiala. Jesus. So, Plan noch vorbei. So. Ist es meine Schuld? Ist es meine Schuld? Du meinst Colette? Hätte ich die Schutzfassung nicht hergestellt, wäre das alles nicht mit Colette passiert. Und sie hätte jetzt kein Herz mehr. Nein, wenn du sie nicht gerettet hättest, wäre Colette als Werkzeug von Martells Wiedererweckung von Crucius getötet worden. Ja, das ist wahr, aber ich will keine Opfer mehr. Ich will niemanden leiden sehen. Diese Einstellung ist nicht verkehrt. Aber du musst mit der Enttäuschung leben, dass du manchmal zu Entscheidungen gezwungen wirst. Lloyd, übernimm die Verantwortung für deine Entscheidungen. Sie sind zu streng, Professor Rain. Wenn ich mich zu streng anhöre, dann weil ich glaube, dass du darüber hinwegkommst. Du bist stark, Lloyd. So. Wir speichern. Die Frage ist... Was, ich gehe kurz nach Rosette. In die Einkauf... Ne, ich kann nicht mehr einkaufen, ne? Ja, ist alles zerstört. Dann gehe ich kurz in Misoho einkaufen. Denn... ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht reingehen. Gut, gehen wir halt nach Cyberg einkaufen. Ich möchte noch nicht reingehen, weil jetzt kommt eine noch eine ellenlange Cutscene und wir haben nur noch 5 Minuten. Und ich möchte ungern jetzt in diese Cutscene reinrennen. Habe ich mit dir schon geredet? Ja, Chappie. So, brauche ich sonst noch was? 2020. Hast du eigentlich irgendwas Neues? Schwert, Streitachs. Ah, ich habe noch was für Priscilla. Die Donneraxt. Runenzierde. Handschuhe für dich. Jetzt will ich wieder zurück zu Altessas Haus und beende dann die Episode. Ja. Ja, ich würde nochmal gehen. Dann oh, es ist so früh. Ja, 3 Minuten haben wir noch über, aber dann würde ich sagen, war es das heute mit Let's Play Tales of Symphonia. Nochmal kurz strecken. Und wir sehen uns das nächste Mal
Wo wir dann als das Haus gehen. Es kommt wieder eine ellenlange Cutscene. Vor allem, was danach kommt, ist noch wieder ellenlang. Wir müssen nämlich dann in die Lation-Schlucht? Lation-Schlucht, ich glaube, so heißt die. Und da gibt es dann auch wieder so eine ellenlange Cutscene, wo geredet wird und geredet und geredet. Ah, naja. Machen wir eh dann in der nächsten Aufnahme. Ne? Bis dann, Leute. Ciao.